Hallo liebe Scuderia-Fans, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht mal wieder um das Thema Gepäck an meiner Vespa GTS 300. Ich habe euch ja letztes Mal schon diese Tunneltasche vorgestellt von Sea & Sand, die auch super ist, die benutze ich ganz viel. Jetzt will ich aber eine bisschen längere Tour machen und habe mir jetzt überlegt, wie kriege ich jetzt das Gepäck rauf. Ich hatte ja vorher hinten diesen kleinen schrägen Gepäckträger, den habt ihr bestimmt, wenn ihr das Projekt verfolgt, schon gesehen. Der sieht super schick aus, aber man kriegt natürlich nicht viel rauf. Also zum Gepäck transportieren ist er jetzt nicht extrem gut. Vorne habe ich einen Gepäckträger, das zeige ich euch gleich mal, wie ich den nutzen werde. Und habe mir jetzt hinten doch mal den Klappgepäckträger geholt. Das geht relativ schnell, die auszutauschen. Ja, was den Gepäckträger angeht, den Standardgepäckträger, Klappgepäckträger hinten, da gibt es mittlerweile zwei verschiedene Varianten. Einmal den normalen Standard und einen High Quality, der besser verarbeitet ist. Ich zeige euch gleich mal die Details. Der ist natürlich jetzt schon angebaut. Ihr seht, ich habe hinten auch schon eine Tasche drauf. Die hier ist noch nicht fest, da zeige ich euch gleich mal die Details. Das sind die beiden neuen, die ich mir geholt habe. Und dann gucken wir uns gleich mal hinten die Details vom Gepäckträger an, was da der Unterschied jetzt zu dem Standardgepäckträger ist. So, das ist jetzt der neu montierte Klappgepäckträger. Den kennt ihr bestimmt schon. Das ist jetzt vom Konstruktionsprinzip nichts Neues, aber er ist anders verarbeitet. Der High Quality hat eine bessere Verarbeitung, was das Chrom angeht. Der ist also mehrfach verchromt, sollte also nicht so schnell rosten, anlaufen oder so. Und ein großer Unterschied ist die Schweißnähte. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Wir haben ja hier an diesen Seiten immer diese etwas wulstigeren Schweißnähte gehabt bei den Standardgepäckträgern. Und das ist hier anders gemacht. Die haben da ein neues Schweiß- und Lötverfahren genommen und dadurch, wie man sieht, sind diese Schweißnähte nicht mehr so sichtbar. Und das finde ich schon eine ganz schicke Sache. Natürlich viel wichtiger für mich, dass das Ganze jetzt auch noch besser verarbeitet und das Chrom hochwertiger ist. Ist natürlich jetzt nicht billig, aber wer halt da ein bisschen mehr Qualität haben will und auch ein bisschen vielleicht höhere Witterungsbeständigkeit, ist mit so einem auf jeden Fall gut beraten. Ich packe euch den Link mal unten mit rein. So, vielleicht erstmal zur hinteren Tasche. Die hintere Tasche ist eine Moto Nostra, das ist das neue Modell. Eine Koffertasche, die so ein bisschen im Retro-Look ist. Das finde ich natürlich ganz gut. Viele machen sich ein Topcase rauf, kann man auch machen. Hätte jetzt zu meinem Konzept natürlich gar nicht gepasst. Deshalb so ein bisschen was Klassischeres. Das ist eine Canvas-Tasche, die ist gewachst, also auch ein bisschen witterungsbeständig. Hat 35 Liter, also kann man sagen, ist ein Topcase-Ersatz. Oben ein wunderschöner Griff. Wenn man die Tasche abmacht, kann man sie dann auch sehr gut transportieren und tragen. So, was sind jetzt die Besonderheiten der Tasche? Also wie gesagt, 35 Liter Volumen, das finde ich ist eine ganze Menge. Sie hat hier oben noch solche Lederriemen dran, die mit Schnellverschlüssen hier relativ schnell zu öffnen sind und natürlich noch ein bisschen so diese Vintage-Optik ein bisschen betonen. Die ist also wirklich sehr stabil, hält auch extrem gut hier. Ihr seht, wenn ich hin und her wackel, da passiert nichts. Ist jetzt auch nichts drin, ist leer. Wenn sie vollgepackt ist, wird es noch ein bisschen stabiler. Geöffnet wird das Ganze dann hier über diese Schnappverschlüsse an den Lederriemen. Das geht also ganz fix an beiden Seiten. Eine Besonderheit ist natürlich dieses Schloss hier. Sieht sehr schick aus, wird durch Runterziehen des Hebels hier geöffnet. Geht ganz einfach und schnell. Besonderheit dabei ist, das Ganze verfügt über ein Zahlenschloss. Das heißt, ich kann mir dieses Zahlenschloss hier mit 2 Zahlen selber einstellen. Ganz simpel, in geöffnetem Zustand einfach nach unten ziehen den Hebel und dann die Zahl einstellen, die ich haben will, loslassen und dann ist es schon auf die Zahlen eingestellt. Aber man kann dann die Tasche auch mal dran lassen und sie ist verschlossen, weil dann kommt man auch nicht ran, wenn das Ganze hier zugemacht ist. Also da ist der Zugang, sehr schick, auch mit diesen Schnellverschlüssen aus Leder. Wenn ich dann diesen oberen Deckel geöffnet habe, komme ich noch an einen zweiten Verschluss, der mit 2 Reißverschlüssen hier seitlich abschließbar ist und vorne einen Klettverschluss hat. Also einfach die beiden noch öffnen, dann den Klettverschluss hier vorne öffnen und dann komme ich an das Innenfach, was sehr geräumig ist. So, damit ihr mal so ein Gefühl für die Größe innen drin bekommt. Hier ist mein Jethelm und ihr seht schon, wenn ich den ein bisschen drücke, dann geht hier außen dieser Bereich nach außen. Das heißt, das Ganze erweitert sich noch ein bisschen, lässt sich nach innen schieben wieder, wenn ich es nicht brauche. Bleibt dann in der Position. Oder ich kann das halt noch erweitern. Dann wird es innen drin noch ein bisschen breiter. Und wenn ich dann den Helm hier ganz an die Seite schiebe, seht ihr schon, dann passt da durchaus noch ein zweiter rein. Habe ich schon probiert. Also wenn man die dann so ein bisschen ineinander legt, kann ich hier 2 Jethelme reinmachen. Das finde ich für eine Tasche schon ein sehr gutes Volumen. Und dann weiß man auch, wo man seine Helme mal hinpacken kann. So, dann nehmen wir den Helm mal wieder raus. Also wirklich ein gutes Stauvolumen und durch das nach außen drücken hier, seht ihr schon, bekommt die Tasche jetzt ein bisschen mehr Volumen
Und dann passt da innen noch mehr rein. Und ich habe außen ja noch 2 Fächer, die ich hier öffnen kann. Da passt auch noch mal was rein. Da habe ich noch mal dieses Volumen hier, wo dann kleines Gepäck rein kann. Auf der anderen Seite habe ich hier noch den Regenschutz. Das heißt, wenn man mal in schlecht Wetter kommt, kann ich mir dann über die Tasche, damit es dann richtig wasserdicht ist, noch einen Regenschutz machen. Der wird einfach rübergezogen. Zack. Hier vorne mit dem Moto Nostra Schriftzug und dann ist das Ganze wirklich wasserdicht. Also eine sehr, sehr praktische Sache, sollte man also immer dabei haben, wenn man mal Touren fährt, um das Gepäck dann auch wirklich vor einem starken Regen zu schützen. Aber alles sehr, sehr gut verarbeitet. Wenn man es dann abmacht, kann man das Ganze sehr schön über den Griff hier oben tragen. Ist schnell auf und zu machen. Also die beiden Reißverschlüsse hier einfach zumachen. Den Verschluss hier, die beiden und dann ist das Ganze ganz stabil verschlossen. Wenn man die äußeren Fächer nicht braucht, kann man die so ein bisschen wieder reindrücken und dann hat die Tasche ein bisschen schmaleres Format. So, und dann sieht das Ganze ein bisschen kompakter wieder aus. Aber von der Optik finde ich es ganz, ganz toll. Ist halt wirklich so ein bisschen klassischer Look, wie es früher war. Sehr stabil, gut verarbeitet und durch diese Wachsimprägnierung kann da auch mal Feuchtigkeit raufkommen, das macht dann nichts. Bei einem starken Regen würde ich dann aber natürlich immer die Regenschutzhaube nehmen. So, ich zeige euch das mal an der kleinen Tasche, die ich mir für vorne geholt habe, wie das Ganze befestigt wird. Das ist bei beiden Taschen gleich. Also auch hier wieder die kleinen Seitentaschen, Verschlusssystem, alles das gleiche. Hat ein bisschen weniger Volumen natürlich, aber für vorne brauche ich auch nur eine kleine Tasche. Hier passen 10 Liter rein. Und der Verschluss sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier hinten oben an den beiden Lederriemen 2 Befestigungsschnallen, die dann an den Gepäckträger rankommen. Habe dann hier im mittleren Bereich einen etwas längeren Riemen, den ich dann auch um den Gepäckträger machen kann und hier durch diese Schlaufe ziehe und dann festzorn kann. Hier im unteren Bereich sind dann auch nochmal 2 lange Riemen, die dann an der Auflagefläche des Gepäckträgers befestigt wird, auch mit solchen Klickverschlüssen. Und die Bänder kann ich natürlich in der Länge verstellen, um dann Spannung raufzukriegen, damit es dann gut am Gepäckträger hält. Hier an der Seite sind noch 2 Ösen. Die sind ganz praktisch, die habe ich zum Beispiel bei dem hier unten genommen. Ich habe einfach Kabelbinder genommen, habe die hier durchgefädelt und dann schön festgezogen am Gepäckträger. Ist natürlich erstmal so ein bisschen, ich meine, die kann man halt aufmachen. Ein Kabelbinder, gut, den muss man schon durchkneifen oder braucht ein Messer oder eine Zange. Also nochmal ein kleiner Diebstahlschutz, damit es nicht ganz so schnell geht, wenn es einer haben will. Aber ist auch für die Stabilität ganz toll, weil man dann nochmal so eine Quersicherung hat hier, die das gegen das seitliche Verrutschen schützt. Also ich habe das mit Kabelbindern gemacht, die kann man dann halt auch schnell mal wieder abknipsen, wenn man die Tasche nicht mehr auf dem Fahrzeug haben möchte. Aber ganz, ganz praktisch. Also viele Befestigungsmöglichkeiten. Ich zeige euch gleich mal, wie das vorne dran gemacht wird, damit ihr das mal seht. Hinten hat es wirklich gut funktioniert und ihr seht es, hält bombenfest. Also eine ganz, ganz sichere und tolle Befestigungsmöglichkeit. So, hier jetzt nochmal die hintere Befestigung. Das sind die beiden Schlaufen, die an den Lederriemen dran sind. Die habe ich hier an den Haltegriff ran gemacht, halten da sehr gut. In der Mitte ist eine Befestigung, die ich dann in der Mitte am Gepäckträger befestigt habe. Und im unteren Bereich kann ich euch auch mal zeigen, das sind jetzt hier die langen Riemen, die man dann über den gesamten Bereich ziehen kann, um es zu befestigen. Und ich habe halt außen in diese Schlaufen hier noch 2 Kabelbinder ran gemacht, um nochmal eine zusätzliche seitliche Befestigung zu haben. Dadurch bewegt sich ja jetzt gar nichts mehr. Könnte man natürlich auch solche Riemen nehmen, die man dann hier zum Festziehen macht, die natürlich schneller lösbar sind. Ein Kabelbinder muss man aufknipsen. Aber da ich die jetzt sowieso erstmal ein Weilchen dran lasse für eine Tour, habe ich so gemacht, ist stabiler. Aber kann man auch mit einem kleinen Riemen noch zusätzlich befestigen, weil man hier unten ja noch eine Öse hat. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Tasche am vorderen Gepäckträger befestige. Dazu müssen wir ihn runterklappen. Der von Facco hat jetzt leider nicht das, was der von Piaggio hat. Der hat ja dieses Kunststoffteil, was man hier ranklemmen kann, wodurch der in der unteren Position gehalten wird. Ich nehme da ganz simpel einfach einen Kabelbinder zu, den ich mir hier rummache, damit es in der unteren Position bleibt, weil sonst bräuchte ich jemanden, der das festhält die ganze Zeit. So, kurz anziehen und dann hält es auch wunderbar. Zack. So, und jetzt bleibt er in der unteren Position. Man könnte hier auf der anderen Seite auch noch einen hinmachen. So, ich fange jetzt mit der Tasche erstmal im hinteren Bereich an, also in diesem Bereich mit den Befestigungen. Da habe ich ja einmal diese mittlere Schlaufe hier.
die ich einfach hier unten einmal durchziehe, weil da komme ich jetzt am besten noch ran. Dann hier hinten. Ja, muss noch gerade gemacht werden, damit es nicht verdreht ist. So. Und dann kann ich mit dieser hinteren Schlaufe hier schon mal, wenn ich die eingefädelt habe, schon mal eine mittlere Befestigung haben, die das so ein bisschen arretiert. Die kann ich dann wunderbar anziehen hier. Und dann habe ich schon in der Mitte eine Befestigung. Dann habe ich hier die beiden Schlaufen. Da suche ich mir jetzt einen Punkt, wo das am besten ranpasst. Also wo ich ein bisschen Spannung rankriege. Da ist an sich die untere Kante vom Gepäckträger gut. Da muss ich dann mir, nachdem ich es eingefädelt habe, einfach mal ein bisschen angucken, wie lang muss er sein. Also der muss ein bisschen kürzer sein. Einfach hier an der Schlaufe ein bisschen enger machen. So, wunderbar. Eine Seite und die andere Seite fädel ich auch gleich ein. So, jetzt habe ich ja hier im unteren Bereich noch diese zwei langen Schlaufen. Die kann ich mir durch die Länge ganz nach hinten rumlegen, einmal vorne rum, unten zumachen. Und ihr seht schon, das hält sehr, sehr gut. Selber auf der anderen Seite. Eins nach vorne und eins am besten ganz nach hinten, hier innen durchlegen. Zack, da passt es gut. Reinklacken und schon ist das Ganze fest. Wenn ich es jetzt noch ein bisschen stabiler haben möchte, würde ich mir jetzt hier an diesen beiden Außenschlaufen, die sind, noch einen Kabelbinder ranmachen. Aber gut, das ist eine 10 Liter Tasche, da ist jetzt auch nicht so viel Gewicht drin. Aber dann hätte man jetzt hier vorne zumindest kein Wackeln. Also wenn man jetzt hier sieht, wenn ich da noch festmache, dann bewegt sich da nichts mehr. Komme ich also auch gut ran. Und habe dann im vorderen Bereich noch ein bisschen Stauraum. Ihr seht, der Scheinwerfer leuchtet drüber. Das ist ja wichtig, wenn ich jetzt vorne noch eine große Tasche ranmachen würde, um mehr Gepäck zu verstauen, dann wäre die durch die Höhe natürlich irgendwann vorm Scheinwerfer und das ist natürlich dann ein bisschen kontraproduktiv. Aber die ist wunderbar, die kann ich hier vorne rauf machen. Dadurch, dass der Fakko-Gepäckträger auch ein bisschen tiefer sitzt, der Originale ist ein bisschen höher, habe ich hier wirklich einen schönen Freiraum und die Straße ist gut ausgeleuchtet. Und trotzdem habe ich nochmal zusätzlichen Stauraum im vorderen Bereich. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das bisher aussieht. Vorne Gepäckträger mit der 10 Liter Rolle und hinten haben wir dann die 35 Liter Rolle drauf. Finde ich jetzt ganz cool, also stört jetzt den Classic-Look überhaupt nicht, im Gegenteil, betont es natürlich, weil die ja so ein bisschen auf alt gemacht sind, die Taschen, in dieser gewachsenen Optik. Das kommt schon sehr, sehr gut. Besser auf jeden Fall als ein Topcase, gerade bei dem Modell, was ich jetzt hier habe. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die ich noch dazu geholt habe. Ich habe ja in der Mitte noch die CN-Tasche. Das heißt, wenn ich wirklich mal viel transportieren will, also wenn hinten die 35 Liter und vorne die 10 Liter mir nicht ausreichen, kann ich noch die CN-Tasche hier reinmachen und habe dann nochmal 28 Liter zusätzlich. Dann ist man wirklich für eine etwas größere Tour gerüstet. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche nur die beiden Taschen, dann habe ich mir fürs Handschuhfach hier noch diese kleine Tasche geholt. Die ist sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man Touren fährt, ganz, ganz toll. Das ist so eine Art Umhängetasche. Da habe ich Riemen mit bei. Innen drin sind ein paar Fächer. Seht ihr vielleicht, ein Reißverschluss nochmal, wo man ein paar wichtige Dokumente vielleicht reinmachen möchte. Und das Schöne an der Tasche ist, die ist ganz leicht zu montieren und auch abzunehmen, sodass ich die wirklich mit meinen Papieren und wichtigen Unterlagen immer bei mir haben kann. Die wird hier vorne rangemacht. Ich zeige euch gleich mal, wie es geht. Hat hier vorne ein paar kleinere Taschen fürs Handy oder auch fürs Portemonnaie oder irgendwelche wichtigen Dinge. Und ganz schön, hier kann ich eine Trinkflasche reinmachen. Ja, auch noch ganz schön mit dem Moto Nostra Schriftzug vorne drauf. Die beiden Taschen, wie gesagt, für Handy, Portemonnaie. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Einmal diese hier, das ist eine, wo ich hier eine Dose oder eine Trinkflasche reinpacken kann. Das finde ich natürlich ganz praktisch. Wenn ich fahre, habe ich hier mal den Zugriff und kann an mein Getränk ran. Brauche also nicht anhalten und stoppen. Eine zweite Variante hat dann hier eine Handytasche, für die, die also ihr Handy reinmachen möchten. Da ich die Supertech habe, ist mein Handy meistens hier unten drin, wird geladen und die Informationen, die ich brauche, hole ich mir übers Display. Aber das ist auch eine ganz tolle Sache. Ich zeige euch mal, wie die rangemacht wird. So, zur Befestigung einfach Handschuhfach aufmachen, die Klettverschlüsse hier lösen. Das geht also ganz, ganz fix. Dann müsst ihr die unteren beiden hier einmal reinfädeln, durchziehen und mit den oberen einfach verschließen. Selber auf der anderen Seite.
durchfädeln und mit dem oberen verschließen. Das ist schön, hält auch, perfekt. Und dann dasselbe mit denen hier machen, rüberschlagen, in der Mitte zusammenkletten und fertig. Und ihr seht, schon ist die Tasche dran. Einfach zudrücken, funktioniert auch wunderbar, weil die hier sehr dünn sind, diese Halteriemen. So, und jetzt kann ich hier wunderbar mein Getränk reinpacken, komme an meine wichtigen Utensilien ran während der Fahrt. Finde ich eine ganz, ganz praktische Sache. Und wenn ich absteige, kann ich es in ein paar Sekunden abmachen, trage Riemen ran und habe dann eine Art Umhängetasche, wo halt meine wichtigen Dokumente sind, die ich nicht am Fahrzeug lassen möchte. So, liebe Vespa-Freunde, das war es mit dem heutigen Video und der Vorstellung meiner neuen Gepäcklösung für die Vespa GTS. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein paar Informationen gebracht. Ich finde es eine sehr, sehr schicke Lösung. Also gerade was die Optik angeht, passt es gut zur British Classic. Besser auf jeden Fall als ein Topcase. Stauvolumen ist super, hinten 35 Liter plus nochmal 10 vorne, da kriegt man wirklich eine Menge unter. Das Ganze ist stabil verarbeitet, lässt sich schnell ranbauen. Also eine Top-Lösung, hat Moto Nostra schöne Taschen gebaut und man kann sie abschließen, was ich sehr, sehr gut finde. Kann man also auch mal am Fahrzeug lassen, wenn es gut befestigt ist. Dennoch dieses kleine Gimmick mit der Tasche hier unten drin, auch super. Ich teste es jetzt mal bei den nächsten etwas längeren Fahrten, werde euch davon auch berichten, wie sich es dann in der Praxis bewährt hat. Aber von der Optik auf jeden Fall schon mal eine super Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielleicht auch ein Like hinterlasst oder auch einen Kommentar. Wenn euch irgendwas auffällt oder ihr Fragen habt, könnt ihr gerne machen. Ich werde die dann natürlich auch umgehend beantworten. Ansonsten fahrt weiterhin vorsichtig, genießt das schöne Wetter. Noch haben wir ja ein bisschen. Und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.